So, ich grüße euch zu einer neuen Sendung. Das Thema heute sind Brokkolisprossen. Mein Name ist Dr. Switzer. Ich bin ärztlicher Leiter in der Ayurveda-Zentrum hier am Starnberger See. Das mache ich jetzt seit fast 35 Jahren. Und ich beschäftige mich mit der Wildkräuter Vitalkost und Pflanzenstoffe, die uns gesund machen können. Und heute habe ich eine coole Sache dabei. Das sind Brokkolisprossen, die habe ich gezüchtet in einem Netz. Die habe ich gestern gekauft bei Rewe. Das sind so Gemüsenetze, ich glaube, die gibt es bei Aldi und wahrscheinlich auch bei Edeka. Und da gebe ich meine Brokkolisprossen hinzu. Das sind 500 Gramm Brokkolisprossen von einer alten Sorte. Und warum mache ich die Mühe, diese Brokkolisprossen zu sprießen zu lassen? Es geht um das Thema Sulforophan in Brokkolisprossen. Das ist ein wichtiges Pflanzenstoff, was auch in Brokkoli-Gemüse vorhanden ist. Aber die Brokkolisprossen haben ungefähr, ich glaube, 50 bis 100 Mal mehr Sulforophan als das Gemüse. Also die Brokkolisprossen sind noch viel effektiver. Was macht dieses Sulforophan? Es gibt inzwischen hunderte von Studien, die haben gezeigt, dass über eine Aktivierung von einem, man nennt es einen Signalweg, NRF2-Signalweg, das ist Biochemie, ist in der Lage, über 200 Gene zu aktivieren, die das Entzündungsniveau in unserem Körper senken können. Und bei fast alle Krankheiten, mit denen man zum Arzt oder zu einer Ärztin hingeht, sind halt Entzündungserkrankungen, einschließlich Krebs, Herz-Kreislauf, auch Diabetes und auch Neurodegeneration, Parkinson, ALS, bis hin zu Demenz und auch sehen es auch bei Gedächtnisstörungen. Also überall spielen erhöhtes Entzündungsniveau eine wichtige Rolle. Wir wollen das runterfahren mit Sulforophan aus Brokkoli und Brokkolisprossen. Also heute habe ich einen Saft gemacht das ist mein Lieblingssaft. Ich entsafte Brokkoli und mit Fenchel zusammen. Ist auch sehr vorteilhaft. Fenchel ist sehr gutes Gemüse, hat auch interessante Pflanzenstoffe, vorteilhaft für den Magen-Darm-Trakt, reduziert Blähungen. Das ist eine alte Empfehlung, auch in der ayurvedischen Medizin, auch in der chinesischen Medizin. Gute Wirkstoffe und natürlich Brokkoli. Also sehr schmackhaft. Das ist meine Nummer 1 Saft, was ich empfehle im Rahmen dieser Therapie, die wir machen, auch mit unseren Patienten. Und ja, so, und da wollte ich euch zeigen, wie man das, wie ich hier vorgehe. Also das ist hier ein 500 Gramm Tüte, muss ich hier aufmachen. Dann, okay. So, jetzt habe ich es aufbekommen, glaube ich. Also die im Bioladen, da habe ich nur so 30 Gramm Weise. Das ist nicht genug, also 500 Gramm würde ich empfehlen. Und dann kann ich das hier einfach in diesen Netz und eine Nacht eintauchen im Wasser. Und dann am nächsten Tag, was mache ich? Ich hole das wieder aus dem Wasser und dann hänge ich das über dem Waschbecken. Und dann kann ich das im Waschbecken abtropfen.
Und nach 4 oder 5 Tagen habe ich dann die Brokkolisprossen. Dann bin ich hier soweit. Und das mache ich sogar im Urlaub. Im Hotel habe ich das schon mal gemacht. Einfach über dem Waschbecken mit so einer Tüte das abhängen. Dann habe ich meine Sprossen, habe immer was Gesundes zu essen. Da kann man Linsensprossen, Radieschensprossen, alle möglichen Sprossen machen. Und diese Tüten, wie gesagt, bei Rewe, 3 Tüten. Eine Tüte kostet 50 Cent. Also günstiger gibt es nicht. Und ich habe all diese Vorteile. Aber es gibt wirklich hunderte Studien. Warum spricht niemand über die Wirkung von Sulforophan? Wie wichtig das ist. Das habe ich alles nicht gelernt im Medizinstudium vor 40 Jahren oder vor 45 Jahren. Interessanterweise in einer dieser Studien, der Wissenschaftler hat behauptet, wenn man 100 Gramm Brokkolisprossen täglich verzehrt, das würde ungefähr 40 Gramm Sulforophan ergeben, in 40 Gramm Sulforophan. Und das würde, die haben das getestet bei Mäusen und Ratten und festgestellt, das war in der Lage, die Proliferation, die Vermehrung von Krebszellen zu stoppen, also in Tierexperimenten. Und die waren so überzeugt, diese Wissenschaftler in das war eine Universität in den USA, ich möchte den Namen nicht erwähnen, das war an der Ostküste. Die waren so überzeugt von der Wirkung von Sulforophan, die haben versucht, die Brokkolisprossen zu patentieren. Und Sie können sicher sein, wenn Wissenschaftler einen solchen Schritt machen, da muss wirklich was an diesen Brokkolisprossen dran sein. Es ist kein Allheilmittel, aber das ist die Wirkung und die Studien sprechen dafür. Und ich finde es toll, dass es einfach diese Möglichkeit gibt mit den Sprossen, weil die Wirkung ist wirklich noch effektiver als Brokkoli. Gemüse, nicht jeder mag Brokkoli. Und also ich finde es lecker, vor allem in Safte, das ist richtig lecker. Aber das ist eine coole Sache. Da kann ich einfach all diese Probleme angehen, Neurodegeneration, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entzündungen und an 4. Stelle auch Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen einschließlich Gefäßablagerungen. Und das haben schon also in den USA, man hat Studien durchgeführt bei Teenagern, festgestellt, ich glaube, über 90% aller Teenager haben bereits Gefäßablagerungen. Also da muss man irgendwie was dagegen tun. Und da ist es natürlich wichtig, das Entzündungsniveau abzusenken, weil dann kann man diese Ablagerung besser mobilisieren, zum Beispiel durch die Niacin-Therapie. Niacin ist eine Methode, die werde ich bei einem weiteren YouTube besprechen, wie man da vorgehen kann. So, wie geht es weiter hier? Ja, es gibt nämlich ein Problem, wenn ich Brokkoli koche, dann wird das Sulforophan auch zerstört. Und die Assimilation von Sulforophan, zum Beispiel aus den Brokkolisprossen oder aus dem Saft, kann man verbessern durch, wenn man gleichzeitig Senf oder auch Senfsamen verwendet. Senfsamen oder Senfmehl, so ein Teelöffel Senfmehl dazu mischt, dann wird es enzymatisch besser aufgenommen. Also das ist auch so ein Tipp. Und
Ja, als nächstes, was mache ich mit diesen vielen Brokkolisprossen? Zeige euch meinen Geheimtipp. Das sind Brokkolisprossen, die gebe ich hier in dieses Glas mit Gemüse. Das sind verschiedene Gemüsesorten, also die rote Farbe kommt von rote Beete. Und ich habe auch Blumenkohl dazu gegeben. Blumenkohl macht einen richtig guten Geschmack. Und ich glaube, im Wurzelgemüse Pastinaken ist auch dabei. Und das ist Topinambur, inulinhaltig, mehr dazu gleich. Ingwer und das ist Kurkuma-Wurzel, darf auch nicht fehlen. Und ich lasse es 6 bis 7 Tage oder auch länger, 2 Wochen stehen. Und das Ganze fermentiert. Ich brauche kein Salz verwenden. Und das ist cool. Also ohne wenn ich keine Sprossen verwende, muss ich Salz verwenden. Und das will ich nicht. Wir haben sowieso genug Salz in unserer Ernährung. Und die Sprossen bringen das Ganze zum Fermentieren. Wie funktioniert das? Alle Sprossen, Sie können auch Linsensprossen nehmen. Sie können Mungbohnensprossen nehmen. Alle Sprossen setzen Milchsäure frei und diese Milchsäure bringt das Ganze zum Fermentieren. Ja, das ist richtig süffig und prickelnd und erfrischend, so ein Glas. Und ich habe Patienten, die finden es so gut und die spüren einfach die Vorteile. Und das ist einfach eine Art Cocktail, was Kraft gibt, Kraftspende. Und also ich habe sehr gute Vorteile erlebt, aber wir bringen einfach das Mikrobiom wieder auf ein gesundes Niveau. Das Mikrobiom muss so viel einstecken. Nicht? Wir haben Glyphosat im Essen. Nicht? Und immer wenn wir gehen irgendwo essen, Glyphosat auf den Teller. Nicht? Das ist ein Unkrautvernichter. Auf 40% der deutschen Ackerfläche wird es gespritzt. Es gibt Pestizide, es gibt auch Arzneimittel, die wir einnehmen, können das Mikrobiom, die Darmbakterien beschädigen. Und das ist einfach eine wichtige, finde ich, eine wichtige Maßnahme, Gegenmaßnahme, um das Mikrobiom zu stärken, weil wir wissen einfach, ein schwaches Mikrobiom bedeutet auch ein schwaches Immunsystem, weil das Immunsystem zu 80% entlang des Darms angesiedelt ist. Ja, das zum Thema Brokkolisprossen, Sulforophan und Sprossenfermentsaft, Brokkoli, Fenchelsaft, was ich nur empfehlen kann. Also jeder, der das probiert hat, war begeistert. Und das ist mein morgendlichen Saft zum Frühstück. Und ja, eine coole Methode, ihr Entzündungsniveau runterzubringen und ihre Zellen zu aktivieren, Energie in ihre Zellen einfließen zu lassen, ihr Mikrobiom zu stärken. Und ich freue mich, wenn Sie bei meinem nächsten YouTube dabei sind. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.